Kamera läuft. Familie Niehoff, Szene 1, Take 1. Glaube die erste. Und Action. Im November 2024 ging ein Fall durch die deutschen Medien. Der fränkische Rentner Stefan Niehoff hatte auf X, dem ehemaligen Twitter, eine Karikatur geteilt, in der man den deutschen Minister Robert Habeck sah und darunter das Logo der Shampoo-Marke Schwarzkopf Professional, nur war das Wort Schwarzkopf durch Schwachkopf ersetzt. Am 12. November 2024 in der Früh gab es dann bei ihm eine Hausdurchsuchung. Der Durchsuchungsbeschluss, den ich bei ihm einsehen konnte, besagte, dass es wegen der Karikaturen wegen Beleidigung war. Das neue Amtsgericht von Haßfurt. Jetzt ist mein Fall auch in Haßfurt mittlerweile, ja. Es wurde ein Tablet beschlagnahmt, mit dem er auf Twitter bzw. X geschrieben hatte. Und der Fall ging durch die deutschen Medien. Die Steine, die ich mir schon auf den Weg geräumt habe, also wie gesagt, viel schlimmer kann es nicht mehr kommen. Im April 2025 besuchte ich ihn schlussendlich in Franken. Während wir den Film drehten, kam am 16. April die Nachricht, dass offenbar die Schwachkopf-Geschichte vom Tisch sei, allerdings Herr Niehoff jetzt wegen anderen Dingen belangt werden sollte, die er in den Jahren davor auf Twitter bzw. X gepostet hatte. Wie heißt der gute Spruch? Jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Lächle und sei froh, es hätte schlimmer kommen können. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Das ist positiv, ne? Nee. Aber gut ist er, ne? Ja, natürlich. Ich denke mal, die Talsohle, die wird jetzt langsam erreicht. Das muss jetzt langsam wieder nach oben gehen. So, wir sind jetzt da im Verweisach am Wertstoffhof. Da befinde ich mich in der Regel immer am Donnerstagabend und am Samstagvormittag, um eben noch ein bisschen die Rente aufzubessern als Wertstoffhofbetreuer. Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt knapp 2 Jahre. Ja, mein Nachbar, der ist schon länger im Wertstoffhof beschäftigt und ich habe halt immer auch erstmal wegen, dass ich den ganzen Tag daheim bin und auch ein bisschen eben die Rente aufbessern. Ne? Habe ich den mal gefragt und die haben mich dann auch sofort genommen und dann bin ich halt da, bin eigentlich ganz zufrieden, weil es ein bisschen unter die Leute erfährt immer mal was und ein bisschen Geld kriegt man auch noch nebenbei. Auf der linken Seite ist das Borchberbacher Schloss. Das ist aber jetzt immer die Kulisse für den Weihnachtsmarkt. Da war Friseur drin, in dem Haus. War auch ein wenig Einzelhandelsgeschäftler. Rechts, das war Metzgerei und der Wirtschaft. Dann war Dauerwirtschaft. Wirtschaft drin, die Schilder sind noch dran, aber das ist eigentlich alles, was übrig geblieben ist. Da steht jetzt der öffentliche Nahverkehr, eine Mitfahrerbank. Da sollst du dich laut der Planung draufsetzen und dann hoffen, dass dich jemand mitnimmt. Das ist ziemlich alles an öffentlichen Nahverkehr, was wir hier haben bei uns in der Gegend. Wir sind hier in Ibind und meine Familie ist mindestens seit dem 19. Jahrhundert hier ansässig. Meine Familie wohnt schon seit 1855 in dem Haus, wie an der einen Türpforte zu erkennen ist. Und JSCH, ich vermute Johann Schwan, das müsste dann ein Urgroßvater von mir gewesen sein. Meine Mutter ist ja geborene Schwan, also dieses Haus ist eigentlich Schwans Haus. Mein Vater, der ist nämlich aus Dorsten in Westfalen und der ist ja damals schon Fernverkehr gefahren und der hat meine Mutter damals in Haßfurt kennengelernt, die war da als Bedienung in so einem Fernfahrerrestaurant. Und dadurch ist mein Vater eben dann da runter nach Ibind gekommen und daher kommt auch unser Name Niehoff, der ist ja eigentlich bei uns in der Gegend überhaupt nicht geläufig. Ne? Mein Vater, der war ja Fernfahrer und der ist dann eine Zeit lang einmal auf Richtung Berlin gefahren und irgendwann sind die mal auf die Idee gekommen, ihn da am Grenzübergang zu fragen, was er von der DDR hält und dann hat mein Vater gesagt, wenn meine Hühner davon flattern, muss ich sie einsperren. Und da haben sie ihn erst mal in Gewahrsam genommen, 24 Stunden lang. Das Bild ist von 1932, die Hochzeit meiner Großeltern. Das zeigt auf der linken Seite das Wohngebäude, in der Mitte die Scheune und rechts das Nebengebäude. Das ist mein Opa, der Heinrich Schwan.
Der war, ich glaube, 20 Jahre lang Bürgermeister von Ibind, wie jedes kleine Dorf hier noch einen Bürgermeister hatte. Also im Dritten Reich war meine Familie hier nicht unbedingt sehr gut angesehen im Dorf, weil eben die waren sehr christlich-katholisch geprägt, schon immer. Und ich kann mich noch an diese Geschichte erzählen, die hat mir mein Opa mal erzählt, weil dieser Arztgruppenleiter oder wie das hieß, wie er mal zu meinem Opa kam und zu mir gesagt hat, euch schwarze Drecksäcke kriegen wir auch noch. Mein Opa ist Bürgermeister. Der Großvater von meinem Mann, der war Bürgermeister. Ist das so eine Art Tagebuch, oder? Das war jetzt Tagebuch, ja. Da habe ich jetzt gerade was gefunden von Januar 1980. Da bin ich sogar mit drin schon. Stefan, Erika, das ist meine Mutter. Danja, ich weiß nicht, warum sie meine Frau immer Danja genannt und der Opa, keine Ahnung, nach Melrichstadt. Das war damals in der Grundausbildung an der Bundeswehr, da haben sie mich dahinter gefahren. Im September in der Waldfahrt. Das war der letzte Eintrag von seinem Großvater, bevor er gestorben ist. Das ist meine Großmutter, das war immer so, die hat immer so zum Fenster rausgeguckt. Das ist meine Mama und mein Opa Erich. Und da war ich so ungefähr 3 Jahre alt. Gab es eigentlich vor der Sache jetzt schon mal eine Hausdurchsuchung in diesem Haus in all den Jahrzehnten? Nee, wahrscheinlich, also ist mir nichts bekannt. Ne? Das ist das alte Fachwerk noch von unserem Haus. Da oben steht dann noch die Jahreszahl. Georg Marquardt 1888 ist wahrscheinlich der das verputzt hat. Die haben doch früher dann immer so Muster reingemalt. Bloß im Laufe der Jahre ist halt dann immer mehr dazugekommen. Ne? Mit Kabel rauslegen und. Ich selber, ich bezeichne mich nicht als Rechten, ich bin konservativ. Ne? Und ich habe noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Ausländern, ganz im Gegenteil. Türken, Filipinos, Puerto Ricaner, die zählen zu meinem Freundeskreis, und ob die schwul sind, ob die grün sind, das ist mir sowas von wurscht. Wenn die Menschen, wenn die anständig sind, wenn die mit denen zurechtkommen, dann werden die auch akzeptiert. Ich habe kein Problem mit solchen Menschen, mit Sicherheit nicht. Ne? War vermutlich mein erstes Passfoto. Das war der einzige Urlaub, den ich mal mit meinen Eltern gemacht habe. Da habe ich so einen Kinderausweis gebraucht, da waren wir in Österreich. Das ist vor unserer Haustür damals. Das bin ich, das ist meine Mutter und das ist unser Spitz, der Möbber. Ohne Tierarzt ist der 20 Jahre alt geworden. Das bin ich auch noch mit unserem Schäferhund, der Anker. So. Nochmal ich mit Sheila. Das ist unsere Sheila und die Alexandra. So, da sind sie jetzt zusammen. Die Lilly und der Billy, die zwei, die haben wir jetzt seit knapp 10 Jahren, die sind aus Bern, aber am Chiemsee, also richtig echte Oberbayern. Und manchmal auch ein Sturschädel, bloß Bier saufen sie nicht. Die Dame, bei der wir die Hunde geholt haben, die besuchen wir heute jetzt momentan eigentlich auch immer noch seit über 10 Jahren. Jedes Mal, wenn wir am Chiemsee sind, suchen wir die auf. Mit den beiden Hunden. Wie wir die zwei gekriegt haben, waren sie 3 Monate alt. Wir haben ca. 220 Einwohner, sind mittlerweile eingemeindet nach Burgbrebach. Man sieht in der Mitte den Zwiebelturm vom Rathaus, da sind meine Frau und ich standesamtlich getraut worden, damals vom Bürgermeister. Wir haben am 19.05.1983 geheiratet und haben uns auf dem Tag genau an dem Tag 4 Jahre gekannt. Das war damals kurz bevor ich auf dem Feldwebellehrgang bin. Ich war erst auf dem Gymnasium, was ich so machen wollte, wusste ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Ich habe dann mit mittlerer Reife das Ganze beendet. Habe anschließend eine Lehre gemacht als Kaufmann. Das ist jetzt die Kreisstadt Haßfurt. Da habe ich von 1977 bis 1979 als Verkäufer gelernt. Und zwar, fahren wir gleich vorbei, auf der rechten Seite. Da ist mittlerweile ein Modegeschäft drin. Und danach bin ich dann zur Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr war ich dann 8 Jahre, bei der Panzertruppe als Feldwebel zum Schluss. Das sind die Brustanhänger von sämtlichen zu meiner Zeit aktiven Panzerbataillone der Bundeswehr. Wie lange hat es gedauert, die Sammlung zusammenzustellen? Oh je, das waren schon ein paar Jahre. 3, 4, 5 Jahre bestimmt, ja. Zu meiner Zeit in den 80ern war die Bundeswehr noch eine reine Verteidigungsarmee und dann dieser Doktrin hat sich meiner Meinung nach ja eigentlich nichts geändert. Des Weiteren bin ich der Meinung, also die Demokratie am Hindukusch zu verteidigen, ist nicht Auftrag von der Bundeswehr. Auf dem Bild bin ich zu sehen als Kommandant vom M48 Panzer damals 1981 auf einer freilaufenden Übung.
Das ist mein Panzer gewesen, damals zu meiner Zeit als Feldwebel in Hammelburg. Da sehen wir mich als Ausbilder in der Grundausbildung. Das haben wir damals meine Rekruten geschenkt, wie sie ihre Ausbildung beendet hatten. Zu den Waffenlieferungen in die Ukraine bin ich absolut negativ dazu eingestellt. Man sollte eigentlich versuchen, da wird überhaupt nie gesprochen drüber, über Friedensverhandlungen. Ich weiß nicht, sind die mittlerweile, warum sind die alle so kriegsgeil? Ich bin für Diplomatie, aber auf jeden Fall. Ja. Das müsste der Bruder von meinem Opa, der Anton Schanz sein. Das ist dann der Herr auf dem Bild und das ist mein Großvater, der mit dem Zylinder. Das ist ein Bild vom Onkel Hans als Soldat. Der ist aus dem Krieg halbseitig gelähmt, den haben sie irgendwie durch rückwärts geschossen. Der war auf der linken Seite dann total gelähmt. In dem Rathaus ist mittlerweile ein Läutwerk eingebaut worden. Da läuten jeden Tag um 11, um 12 und abends um 19 Uhr die Glocken. Da ist ein Läutwerk eingebaut mittlerweile. Früher wurde es manuell bedient. Der ist dann jeden Tag hinüber, dreimal, und hat an dem Strick gezogen. Und Fritz hat damals 1 oder 2 Pfennig pro Läutgang bekommen. Hat sich also richtig gelohnt, das Läuten. Ich wohne hier seit meiner Geburt mit kurzer Unterbrechung mal in Hofheim 1 Jahr und dann in Hamburg. Da war mein Vater beruflich als Kraftfahrer. Also wie gesagt, das sind die einzigen 2 Jahre, die ich außerhalb von diesem Haus verbracht habe eigentlich. Und hier werden das ganze Jahr Vögel gefüttert. Wir befinden uns jetzt in Hofheim in Unterfranken. Da haben wir 1966 mal 1 Jahr lang gewohnt. Und da oben im 1. Stock. Und da war immer der Eingang, das ist dann später alles umgebaut worden. Da war quasi die Bäckerei, da hat es Torten gegeben, auch wunderbar war das immer. Wie gesagt, mittlerweile alles dicht. Und gleich daneben rechts war eine Metzgerei, die Metzgerei Appold. Die sah schon sehr lang zu. Das ist das Kino, da war ich immer mit meiner Mutter. So 66, 67, 68, da lief dann immer Winnetou und diese ganzen Filme. Da ist nichts ausgeblieben. War Pflicht, da reinzugehen. Hier war mal ein Nah- und Gutmarkt. Anfangs war es ein Aktivmarkt, ist dann nur untergestuft von so einem Nah- und Gutmarkt. Und mittlerweile ist es zu. Von frühester Jugend haben wir da immer unter Brötchen geholt und unter Brot. Er ist sogar ausgefahren mit seinen Brötchen. Hat vor ca. 20 Jahren das letzte Brot gebacken. Ich sage, das ist so schleichend, kann man die 30 Jahre vielleicht, das so nach und nach alles dicht gemacht hat. Ja. Wann bist du von der Bundeswehr weggegangen? Ich bin 1987 weggegangen. Ich sollte damals entweder nach Munster oder nach Stetten. Aber damals haben wir da schon umgebaut gehabt. Und mein Junior war gerade auf der Welt. Und dann wollte ich natürlich, so weit wollte ich dann eigentlich nicht weg. Der Christian und der Große, der ist 86 geboren, und die Alexandra, die ist geboren am 16. März 1991. Da sind meine beiden Kinder und mein Enkel. Und das hier habe ich selbst gemalt. Die zeichnet es, abgezeichnet. Unter Wasser tut sich eine ganze neue Unterwelt mit den unterschiedlichen Tieren und Pflanzen auf. Auf jeden Fall waren wir da irgendwann mal in Coburg im Kino und sie hat ihren Gameboy oder Nintendo dabei gehabt. Und wir fahren da heim und auf einmal fängt die da hinter uns jemand das Lesen an, was da auf dem Gameboy, was der Spieler da machen soll. Da haben wir uns auch gedacht, ja, das gibt's doch gar nicht, wo denn die das jetzt her, ne? Also da waren wir selber ganz überrascht damals. Mit ihrem Laptop und dem ganzen Zeug, also da macht so manch einem, der ein wenig älter ist, mit Sicherheit was vor, ne? So Zeug, das zeigst du ja einmal, das kopiert die sofort, ne? Ich will alle Dinge vielleicht nicht, aber auch eine Rolle, kann da verschiedene Dinge machen. So schöne Farben habe ich gemacht. Ich mache da Knoten rein, dann abschneiden, dann flächig. So, und dann noch die eins rüber und ziehen. Und eine neue Mappe habe ich gekauft. Ja, du hast sie gekauft, ja. Gut, Kluppe. Naja. Ist das der Mattes? Esra. Der macht mir oben steht. Da ist es. Der Ritter. Ah, ja, der Ritter. Ritter von Tuschinski. Gut. Karlburg. König Artus, das Schwert. Weil ich mir Forscherin bin.
Du kennst dich wirklich, ja? Man merkt es, du kennst dich aus mit den Dingen. Forscherin. Ja. Das Herz, wieder Liebesherz. Das Liebe bedeutet. Blume ist Freundschaft. Sehr gut. Da habe ich auch Shakespeare gelernt. Esel, da habe ich bei Reigen gesehen. Wenn man Regenbogen siehst, das ist Haufen Schätze mit Münzen, mit goldenen Münzen siehst. Genau, der am Ende des Regenbogens immer, oder? Ja. Wir haben bloß das Ende noch nicht entdeckt. So ein Mist. Kommt noch. Kommt noch. Meine Laserforscherin ist ägyptisch. Ah, würdest du gerne nach Ägypten und forschen? Ja. Die Schlange von Ägypten, das ist mir die Mumie immer. Mhm. Und dann habe ich viel Besseres für dich alles. Das hier. Wilder Kaiser. Ja, unser Oderpreis. Ach, ihr wart bei dem Berg. Können wir auch wieder hin. Da steht's. Reit im Winkel. Genau. So, Reit im Winkel ist quasi die zweite Heimat. Da sind wir wenigstens, wenn es irgendwie machbar ist, zweimal im Jahr. Dann auf dem Großglockner. Das haben wir uns anlässlich unserer frischen Berlin-Aufenthalte mal besorgt. Uns hat es eigentlich nie in die Stadt gezogen. Ich war zu meiner Bundeswehrzeit war ich mal 8 Wochen in Mainz untergebracht, in Mainz-Gonsenheim. Da habe ich einen Lehrgang gemacht. Oder jetzt auch ein paar Mal da in Berlin. Es ist schön, man hat es gesehen. Aber das ist auch schon gut. Also ich brauche Stadtleben, brauche ich nicht. Mainz brauche ich nicht. Die Leine, wenn ich entwickelt habe, auf die rechte Seite, dann läuft der Hund mit der rechten Leine garantiert wieder links über. Und das Spiel, das geht dann immer von vorn los. Die Richtung da hinten, das ist ja Richtung DDR. Da entsinne ich mich jedes Mal dran, wenn ich über diese Brücke marschiere. Da war damals 1989, wie sie die Grenze aufgemacht haben. Da war alles voll mit Trabis und Wartburgs und das war unglaublich, dieses Ereignis, weil wenn du da runtergesehen hast, du nichts vom Asphalt mehr erkannt, da war nur noch Trabi und mir geht auch niemals das Geräusch aus dem Kopf, dieses Ende, und die Rauchwolken und dieser Geruch, das war schon bewegend irgendwie. Die Leute, die sind ja auch in die Ortschaften rein, die waren ja dermaßen freundlich und erleichtert und ja, das war einfach schön damals, das war einfach schön. Wir fahren jetzt Richtung ehemalige DDR-Grenze. Ging das Gerücht um, dass die Grenze aufmacht, dass auch wir vom Westen rüberkommen. Da war ein Auflauf, da waren bis nach Eggershausen, bis nach Marolsweisach, Allershausen, da waren die Autos gestanden, die Leute, die sind da raufgewandert, da war ja gestürzt, das war ja ein Waldweg. Ne? Wir befinden uns an der ehemaligen Grenze, innerdeutschen Grenze zwischen Marolsweisach und Hellingen. Hellingen lag dann schon in Thüringen. Das ist die schön ausgebaute Straße, auf der wir da hier laufen. Die war damals nur ein richtiger Waldweg. Ne? Und jetzt gehen wir da auf den Gedenkstein zu, der später dann anlässlich der Grenzöffnung eben hier errichtet wurde. Ne? Das war eben damals 1989, da haben uns dann mal Schwiegerleute, die wohnen ja da oder haben in Marolsweisach gewohnt, eben angerufen, Mensch, die wollen die Grenze nach Hellingen aufmachen. Ja, dann sind wir halt mit unten und den Christian, den Knopf, der war damals knapp 3 Jahre alt, ja, alles in ein Auto gepackt, sind darüber gefahren, sind da hochgelaufen, hochmarschiert und dann waren wir da oben, da war der Zaun. Und da waren ja Leute, das waren ja Tausende von Leuten und da waren dann diese Grenze, und haben dann da den Zaun eben ein Stück aufgemacht, da haben sich dann die Leute durchgepresst und dann ging es da Richtung Hellingen, 5 Kilometer ungefähr. Das war, wie gesagt, das war eine richtige Völkerwanderung, das war Wahnsinn. Wir sind ja da drüben empfangen worden dann mit ihrem DDR-Bier. Das war Wahnsinn damals, das war richtig verrückt. Und da waren ja etliche damals von dem Konsum oder wie das hieß, also mit denen habe ich mich dann eine Zeit lang auch noch getroffen, richtige Feiern in der ehemaligen DDR gemacht, in ihrer Datschen. Aber die waren schon, das war schon Wahnsinn, das war aber richtiger Zusammenhalt bei denen. Ne? Und von den Ossis können wir noch viel lernen. Das passiert mir sehr oft bei Dokumentarfilmen. Ich wollte zuerst ein 3-Minuten-Porträt bei dir zu Hause drehen und jetzt fahren wir durch die ehemalige DDR und du zeigst uns die Gegend. Ja gut, ja. Wenn du schon mal da bist in der Gegend, ne, schon interessant, wenn man das alles mal so sieht, wenn man da völlig unbedarft ist, du bist ja auch noch ein junger Hupfer. Ne? Jetzt sehe ich einiges, was ich noch nie gesehen habe. Genau. Das steht jetzt in Heldburg auf dem Marktplatz, das ist auch in der ehemaligen DDR. So wie man hier auf dem Marktplatz sieht, ist auch nicht mehr
allzu viel los. In den USA war ich immer sehr oft an verlassenen Orten in der Wüste, Goldgräberstädte. Ich finde das immer sehr faszinierend und auch sehr traurig. Hier war offenbar mal etwas... Ja, ich sage, keine Ahnung, was da jetzt, warum da alles so leer ist. Jahr 1809 anscheinend sollte es mal renoviert werden. Die Baugenehmigung für dieses Vorhaben wurde 2019 erteilt. Heute haben wir den 21.04.2025. Also ich persönlich bin kein Parteimitglied und war auch noch nie in irgendeiner Partei tätig. Bei uns eben ist von den Großeltern her schon immer die Gegend da alles konservativ. Wir haben also immer CSU gewählt. Ich selber auch schon zu Franz Josef Strauß Zeiten, den habe ich auch noch selber gewählt. Und im Laufe der Zeit dann, ja wie gesagt, dann kam ja diese Wende. Dann war der Helmut Kohl ja 16 Jahre Kanzler und der ist dann meiner Meinung nach im letzten Viertel seiner Amtszeit ist der in meinen Augen übergeschnappt. Und dann habe ich das erste Mal die SPD gewählt. Das war damals ja der Gerhard Schröder. Der hat mir dann auch nicht so zugesagt und dann kam ja, denke ich, die Frau Merkel. Dann haben wir die Frau Merkel einmal gewählt. Ja, und dann zwischendurch haben wir sogar mal die Linkspartei gewählt. Und ja, in der Zwischenzeit, jetzt bin ich halt da gelandet, wo wir mittlerweile gelandet sind, ne? Politisch gesehen. Ich war dann in so einer kleinen Computerfirma, EDV-Firma, habe programmiert und auch viel im Außendienst gearbeitet. 1992 hat die Firma dann Probleme gekriegt und dann bin ich zur Edeka, damals in Coxheim ins Zentralloch, in die Fischabteilung. Da war es immer schön frisch im Sommer. Im Winter war die Temperatur auch nicht gleich. Und anschließend nach der Edeka, ja, da bin ich dann bei uns in der Basaltwerk, weil da hast du dann mehr Geld verdient und musst ja nicht mehr so weit vorne. Das war einmal als Weisach, da war ich dann 3 Jahre. Und anschließend bin ich zur Firma Brose nach Hallstatt. Und da war ich dann 25 Jahre bis zu meiner Rente. Da habe ich Fensterheber zusammengeschraubt. Jetzt bin ich ja Hausfrau, aber mein Beruf war Bekleidungsnäherin. Polstermöbel haben wir genäht. Das ist mein Hobby da, das Häkeln, das Filet-Häkeln. Da sind so Weihnachtssterne. Während Corona warst du ja auch nicht Mainstream. Nee, war ich auch nicht Mainstream. Also du hast auch nicht mitgemacht. Nee, weil man muss ja nicht alles mitmachen. Ne? Aber wie war das dann? Hast du Unterstützung gekriegt im Umfeld? Oder wie? Ja, Corona war schon ein bisschen komisch, weil die meisten Leute haben ja wirklich, die haben ja Angst gehabt vor dem ganzen Mist. Ne? Mir war das am Anfang auch nicht einerlei, bis ich mich halt dann näher mit beschäftigt habe. Habe mir mal die ganzen Sachen angeguckt mit Impfstoffentwicklungen und dann besonders auch diese mRNA-Impfstoffe. Das war eine ziemlich harte Zeit. Ja, es war schon hart, ne? Weil einige Freunde habe ich eben verloren, aber im Nachhinein musste ich sagen, die waren es dann nicht wert. Ne? Ich habe auch gedacht, allem was irgendwie schlecht ist, hat es auch eine gute Seite, weil zum Beispiel man lernt sich kennen. Auch wir kennen uns jetzt, also Leute, die ähnlich kritisch sind, was den Zeitgeist angeht. Ja. Ich sage ja zum Beispiel, jetzt gerade in diesem Schwachkopffall, was ich für Leute kennengelernt habe, die ich respektiere und die mich respektieren, also das hätte ich mir niemals gedacht, dass es das in dieser Zeit überhaupt noch gibt. Unser Post hat jetzt nach einer Stunde 202 Likes und 44 Reposts. Du bist mir ja aufgefallen als politischer Kommentator im Internet auf X. Ja. Und hier machst du deine Kommentare? Manche ja, doch. Ich möchte mich da einfach mal einbringen, manchmal, eigentlich seit Corona, um darauf hinzuweisen, was hier eigentlich alles schräg läuft. Auf X hier zu sehen, mein Account, ich bin's zwar nicht, ich bin's gar nicht. Der Name geht mittlerweile quer durch die Internetwelt. Ich habe mit meinen Followern, bevor ich da quasi an die Öffentlichkeit bin, da hatte ich um die 900, mittlerweile sind es 8300. Das ist quasi nach dem ganzen Schwachkopfding ist das explodiert. Das heißt, wenn du jetzt was schreibst, wird das von 8000 Leuten potenziell gesehen oder noch mehr. Wie fühlt sich das an? Ja, schon. Ich denke mir da eigentlich nichts mehr dabei. Je mehr Likes du hast, umso besser gefällt mir das jedenfalls.
muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Gibt das eine Bestätigung? Es gibt eine Bestätigung, weil meistens, ich sage ja, ich mache ja nur immer meistens kurze Bemerkungen dazu, aber manche, die treffen anscheinend den Nerv der Bevölkerung. Was würdest du sagen? Was machen wir jetzt heute zu Ostern? Wir machen einen Osterfilm. Ja, genau. Überraschungsei. Nachdem wir jetzt gedreht hatten, gab es ja viele Likes auf X und so weiter. Und ich hatte ein Match auf einer Dating-App mit einer jungen Frau, die schrieb, sie sei eher links. Die war ganz begeistert, dass ich Filme mache. Wir haben nett geschrieben. Dann sage ich drehe jetzt einen Doku-Film. Und sage, oh, was für einen? Dann sagte ich über Stefan Niehoff. Und dann war das Match weg. Oh, da habe ich dein Date verdammt. Ja, besser so, besser so. Das ist ganz anders, als man an Filmschulen lernt. Ich plane nicht viel. Ich nehme das Smartphone. Ja, genau. Wie es kommt. Genau. Wie es kommt, so kommt. Genau. Ich besuche dich, wir filmen was, dann schneide ich, dann merke ich, oh, da könnte noch was kommen. Und das entsteht wie so ein Teig, den man knetet, wo man immer mehr Zutaten hinzufügt. Da bin ich mal gespannt, hoffentlich geht der Teig gut auf. Ja, ich hoffe es mal. Mein Papa ist der allerbeste Bäcker auf der Welt. Und ich finde schön, wie entspannt und tolerant du bist. Ihr habt mich ja zum Essen eingeladen und ihr habt ganz selbstverständlich was Vegetarisches vorbereitet. Bei uns ist das selbstverständlich. Wenn jemand, das war ja sowieso Zufall, dass du hast dich ja kurzfristig angesagt, der Grillabend mit meinem Junior und seiner Familie war schon länger geplant. Ne? Mhm. Und wie du dann gesagt hast, du bist eben Vegetarier, dann war das für uns selbstverständlich. Wir haben halt ein Grünzeug besorgt und ein Grillkäse, ist ganz einfach. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Ja, genau, du bist ja auch bei uns. Ne? Die beiden Hunde machen Nebengeräusche. Na Billy? Jo, Lili, der Bruder macht dich wieder sauber. Wie oft bin ich am Tag hier? Das ist unterschiedlich. Am Wochenende etwas länger meistens. Und ich setze mich da mal früh her, trinke meinen Kaffee, esse mein Brötler oder mein Brustbrot oder was und dann schaue ich mir halt da die verschiedenen Sachen an und zu manchen gebe ich dann mal meinen Senf dazu, zu manchen auch nicht, weil das manchmal besser ist, wenn man nicht so viel sagt. Ja, dazu gekommen bin ich eigentlich, wie gesagt, mit dem X eigentlich erst Corona. Am Anfang war es eigentlich nur Interesse halber, weil eben manche Artikel immer auf X verlinkt haben. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das musst du da auch mal, dass du wenigstens dann anschaust, was die Leute da für Meinungen dazu haben. Ne? Da haben wir 10 Stück gekauft und jetzt vermehren die sich wie die Karnickel. Da muss ich jetzt demnächst mal ein paar rausfischen und bringen sie mal zu meinem Aquarium, zu meinem Händler. Wir befinden uns jetzt in Hofheim in Unterfranken am Marktplatz. Zu der Corona-Zeit haben wir uns da des Öfteren mit Gleichgesinnten getroffen und eben über diese ganzen Maßnahmen ausgetauscht. Das ging alles über so Telegram-Gruppen und Mundpropaganda. Über die Diskriminierung damals gegen Ungeimpfte, wie das stellenweise bis in die Freundeskreise, auch in die Familien hineinging. Demos haben mich eigentlich nie interessiert. Ich war dann das erste Mal, wie es dann mit Corona losging, da war ich eben in Haßfurt und in Schweinfurt, Bamberg, bin ich da immer mal hin. Und danach diese Bauerndemos, da bin ich dann immer mit. So wie es halt meine Freizeit erlaubt hat. Ne? Das war immer gar nicht so einfach mit der Familie halt. Demos gegen die Regierungspolitik. Ja. Meine Hausdurchsuchung, die war damals am 12. November, anlässlich so eines Aktionstages gegen Hass und Hetze im Netz, muss man sagen, heißt es, glaube ich. Und ich glaube, die wollten das für die Statistik eben abhacken. Fertig haben wir wieder eine rechtsextreme Statistikpost und die haben als wohl, nehme ich an, nicht mitgerechnet, dass ich dann sofort an die Öffentlichkeit gehe. Ne? Die Durchsuchung, die fand am 12. November 2024 statt. Das war früh um 6.15 Uhr, hat es dann bei mir geklingelt an der Haustür. Ich war an dem Tag noch im Bett. Meine Hunde, die sind hoch, haben gekläfft wie die Blöden natürlich. Ne? Die sind immer bei mir im Zimmer nachts und ich bin dann hoch aus dem Bett raus, barfußig, Schlafanzug und bin an meinen Ärger hingelaufen. Habe runter in meinen Hof geschaut und da habe ich eine Gestalt gesehen, eine männliche Gestalt, weiter hinten war ein Auto. Dann habe ich als erstes vermutet, dass es mein Sohn ist. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, was hat er denn wieder? Ne? Bin die Treppe runter, immer noch im gleichen Outfit, Schlafanzug, barfuß und mach die Haustür auf. Meine Frau und die Alexandra, die waren mittlerweile natürlich auch auf, ne? Standen im Nachtnegligé so hinter mir und ich mache die Tür auf einmal hält mir da ein Mann einen Ausweis unter die Nasen. Kriminalpolizei Schweinfurt, Hausdurchsuchung. Ja gut, jetzt habe ich erstmal geschluckt.
Dann habe ich gesagt, na bitteschön, kommen Sie rein, wir sind die Treppe hoch am Küchentisch. Hat er dann den Beschluss gegeben, dann habe ich das durchgelesen, da ist er ja. Ne? Oben drauf stand Volksverhetzung, denke ich, Donner Keil, was hast du jetzt wieder angestellt? Ne? Volksverhetzung ist natürlich wirklich, und ich habe mir das dann habe ich die zweite Seite, es waren ja nur 2 Seiten, und dann habe ich mir eben die Gründe dieser Beschuldigung, dieses Beschlusses durchgelesen. Und da stand dann eben, dass ich den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit einem an den Werbeauftritt der Firma Schwarzkopf angelehnten Schriftzug, habe ich ein Porträt drüber gehabt von ihm, Schwachkopf professionell beleidigt hätte, um ihn generell zu diffamieren und ihm sein Wirken als Mitglied der Bundesregierung zu erschweren. Und dann habe ich sofort zu den Polizisten gesagt, wegen dem Schwachsinn seid ihr jetzt um die Uhrzeit da bei mir. Hat er nur gesagt, nein, das soll das mit dem Schwachsinn nicht sagen. Ja, so war es aber schon raus. Meine Frau und ich, wir hatten eher das Gefühl, dass denen das fast peinlich war, weil die das durchgelesen haben. Aber wie gesagt, sie mussten anscheinend irgendwas machen und haben dann wollten sie eben wissen, womit ich das gepostet habe. Dann habe ich gesagt, sie können mal ein Tablet haben. Aber den PC kriege ich noch nicht, den brauche ich. Okay, sagt sie, zeigen Sie mal das Tablet, machen Sie das mal an. Genau so war das, machen Sie das Tablet mal an. Dann habe ich das Tablet angemacht, habe auf X gedrückt und dann hat sie gesagt, gut, das X ist drauf, das müssen wir mitnehmen. Ne? Dann haben sie den einmal gepackt. Ne? Und wie gesagt, weil es dann immer heißt, es war keine richtige Hausdurchsuchung oder wie oder was für alle war es Hausdurchsuchung. Die haben nur gesagt, Sie müssen jetzt weiter nichts untersuchen, weil ich ja kooperativ war. Ne? Steht ja auch auf dem Tablet Samsung schwarz mit Hülle, wurde freiwillig ausgehändigt. Und wie gesagt, was soll ich da einen großen Aufstand machen? Die anderen Seiten waren die hätten das ja ohne weitere auf meinen Account alles nachvollziehen können. Aber anscheinend mussten sie was mitbringen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich halt die einschlägigen Dinger abgeklappert. News habe ich angeschrieben, Apollo News habe ich angeschrieben, ich glaube Epoch Times noch. Dem Herrn Söder habe ich auch was geschrieben. Aber, ja. Und wie gesagt, das war noch nicht richtig Nachmittag, dann ging das Telefon schon los. Die Schwachkopf-Affäre zog schnell weite Kreise. Es wurden zahlreiche Stimmen laut, die eine Hausdurchsuchung als weit überzogen empfanden. Es war Wahlkampf und Wirtschaftsminister Robert Habeck, der auf der Schwachkopf-Karikatur dargestellt war, wurde für die Anzeige von zahlreichen Menschen kritisiert. Also wer das Schwachkopfbild nicht als Satire versteht, der hat in seinem Leben noch niemals gelacht. Nach ein paar Tagen meldete sich die Staatsanwaltschaft mit einer Pressemitteilung zu Wort. Darin bestätigte sie noch einmal, dass die Durchsuchung wegen der Schwachkopf-Karikatur stattgefunden hatte, aber sie erwähnte erstmals einen Punkt, der im Durchsuchungsbeschluss selber nicht stand. Es hieß, gegen Herrn Niehoff laufen auch Ermittlungen wegen dem Verdacht auf Volksverhetzung und es wurde ein Beitrag genannt, ein Foto aus dem Dritten Reich, von einem SA- oder SS-Mann, der ein Schild hält, Deutsche kauft nicht bei Juden. Und darunter habe Herr Niehoff geschrieben, wahre Demokraten hatten wir alles schon mal. Man muss dafür aber den Kontext kennen. Herr Niehoff hatte dieses Foto als Reaktion auf einen Aufruf gepostet, keine Produkte von mutmaßlichen Anhängern der Oppositionspartei AfD zu kaufen. Frau Weidel hat sich damals doch mit dem Besitzer von Müller Milchwein, Stefan, getroffen. Und dann ist eben in Hamburg aufgerufen worden, die zu boykottieren. 2024 waren auf X Bilder gepostet worden von Produkten in Supermarktregalen und davor Aufkleber, Finger weg, dieses Produkt fördert die AfD. Und dann habe ich die Bilder eben im Kontext gestellt, zu dem kauft nicht bei Juden. Dann traf im April 25 ein Strafbefehl ein, in dem die Schwachkopf-Karikatur gar keine Rolle mehr spielte. Dafür waren jetzt 6 Bilder und Zitate mit Bezug zum Dritten Reich angeklagt, die Herr Niehoff auf der Plattform X als abschreckendes Beispiel aus der Vergangenheit angebracht hatte. Habeck ist weggefallen und die haben dann anscheinend, so wie ich das jetzt sehe, ihn so lange gesucht, bis er irgendwas, was er halt denken, sie könnten das als rechtsextrem oder Volksverhetzung werden. Das haben sie sich heute ausgepickt. Ne? Ich habe eben diese Bilder und Zitate aus dem Dritten Reich gepostet, um eben darauf hinzuweisen, dass wir sowas nie mehr wieder bei uns brauchen. Ne? Und wie gesagt, das heißt ja immer so schön, wäre den Anfängen. So viele Leute, die von der Schwachkopf-Affäre gehört haben, die jetzt zum Beispiel ZDF konsumieren, haben gelesen, Nazifund bei Hausdurchsuchung. Und auch wenn das ZDF das jetzt geändert hat, bleibt das dann irgendwie hängen, oder? Ist egal, ja. Gerade auch da, manch einer, wo nur da aus dem Öffentlichen sich informiert, der denkt natürlich, ich bin jetzt der Drecksnazi. Ne?
Wir befinden uns hier in Burgbrebach jetzt am Judenfriedhof. Bis da 1933, bis die ganze Scheiße mit der Judenverfolgung anging, gab es ja bei uns in der Gemeinde sehr, sehr viele jüdische Mitbewohner und auch Einrichtungen, Kaufläden, die dann im Lauf dieser Zeit, während der Herrschaft der Nationalsozialisten, so nach und nach verschwanden. Was aus denen geworden ist, das kann sich dann jeder selber ausmalen, der sich mit der Materie beschäftigt. Also die sind wahrscheinlich zum Großteil in solchen Konzentrationslager geendet. Während meiner Militärzeit eben war ich mal in Bergen und da haben wir das Konzentrationslager bzw. die Gedenkstätte in Bergen-Belsen besichtigt. Auch in Bergen-Belsen wurden Zehntausende ermordet. Und ich empfehle wirklich jeden, gerade auch diese jüngere Generation, die hier so leichtfertig mit dem Begriff Nazi und Nationalsozialismus um sich schmeißt, solche Stätten eben zu besichtigen, um dann mal wirklich kennenzulernen und zu wissen, was wirklich ein Nationalsozialist bzw. ein Nazi war. Ich persönlich finde es halt auch so bedrückend, dass Menschen, die eigentlich fest in der Gesellschaft integriert waren, die Deutsche waren, die im Ersten Weltkrieg viele auch für dieses Land gekämpft haben, viele sind dafür gestorben, etliche sind verstümmelt worden, dass die plötzlich über Nacht Menschen zweiter Klasse waren. Auch völlig egal, wie du als Mensch gewesen bist, du warst ausgeschlossen aus der Gesellschaft, du hast das Stigma gehabt, du bist Jude und also das ist sowas, ich finde das so schrecklich. Und das müssten meine Urgroßeltern sein, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Das Foto ist auf jeden Fall uralt und der sieht aus wie mein Opa. Das ist mein Opa, das bin ich mit einer Katze. Und da sind so Weidenbündel, da hat mein Opa immer Weidenköpfe ausgemacht und Reisigbesen. Das sind Bilder von Vorfahren von uns, auch von der Familie Schorn, die in die USA ausgewandert sind. Aber zu denen haben wir eigentlich nie wieder Kontakt gehabt. Das sind jetzt viele Briefe aus der USA von den Schorns, wo irgendwann um 1800 in die 70er, 60er ausgewandert sind. Also ich finde, das ist ein großes Privileg, dass du diese Fotos alle hast. Meine Familie ist ja im Zweiten Weltkrieg zweimal geflohen. Es gibt ganz wenig Fotos. Ich habe jetzt geschafft, ein paar Fotos zusammenzusammeln. Ich habe euch was mitgebracht. Ein leeres Fotoalbum. Das ist so in altem Stil mit schwarzen Seiten. Ich habe 2 weiße Stifte, mit denen man es beschriften kann. Archivsichere Fotoecken. Hier, ich lasse euch mal jetzt 2 da, wenn ihr mehr braucht, sagt ihr. Man kann diese Fotos ordnen, dann macht man sie so schön ins Album rein, schreibt darunter in Anführungszeichen immer, was da steht. Dann hat man das konkrete Datum, schreibt, wen du erkennst. Aber warum soll ich jetzt weniger posten? Ich denke, wir sind immer noch nach wie vor in einer Demokratie, in der ich meine Meinung frei äußern darf, solange ich nicht unter die Gürtellinie gehe. Was ich halt immer so komisch finde, die Leute, die auch in ihrem Profil eben dann weltoffen, tolerant und ja, komischerweise können auch diese weltoffen, toleranten, das sind meistens, so habe ich die Erfahrung gemacht, die mit Abstand am wildesten auf dich losgehen. Auch unter der Gürtellinie. Ich muss natürlich dazu sagen, es war ganz wenig, aber das wenige war heftig. Stell dir vor, ich wäre hergekommen mit der Absicht, eine Doku über Neonazis zu drehen. Dann wäre ich ja jetzt furchtbar enttäuscht, oder? Vermutlich wirst du enttäuscht, aber du hast dann schon irgendwie einen Film zum Schnitt, nämlich einen passenden. Dann würde man Aufnahmen vom Ort sehen, alles so ruhig und dann hört man einen Sprecher. Wir sind hier in Ibind in Franken. Wir befinden uns im beschaulichen Ibind in Franken. Doch der Schein trügt. Inmitten von Fachwerkhäusern treffen wir Stefan N. Der 64-jährige Rentner bekam einen Strafbefehl, unter anderem wegen Volksverhetzung. Er selbst zeigt sich uneinsichtig. Klar, also. Aber wie gesagt, hier muss ich ja unbedingt was ändern, weil so geht es ja nicht mehr weiter. Bei ihm zu Hause treffen wir den angeblichen Filmemacher Alexander T. Seine Idee, einen Film über Stefan N. machen, sein Talent zweifelhaft. Nur mit dem deutschen Schäferhund haut nicht hin. Damit das Kissen zusammengeranzt, bis passt. Gibt heute wieder alles. Passt jetzt, Lilly. Oh. Ich habe nur 260 Follower gehabt bis gestern, heute 311. Ja, siehst du mal, was ich bewirkt habe. Aber siehst du, hätte ich in der Corona-Zeit schon geschrieben, hätte ich viel mehr Follower. Ja, sicher. Ich habe in der Corona-Zeit so geschrieben und jetzt habe ich den Salat. Und da habe ich extra
an indischen Schmuck dran. Und Ja, das ist eine Sari, weil die Alexandra, die haben wir irgendwann noch geschenkt, weil sie ja gar so ein großer Bollywood-Fan ist, wie man sieht. Ne? Die wickelt sich jetzt da irgendwie ein, aber so genau. Wie das funktioniert, wissen wir natürlich auch nicht. Jetzt hast du aber da noch was mit dem End. das ist so. Ach so. Das ist Sari, eine indischen Braut. Das heißt, du hast dir den Sari so lange gewünscht, bis du ihn bekommen hast? Ja. Wann hat es mit Bollywood begonnen? Schon lang. Ja. Ich sag's immer ewig. Schon wenigstens über 15 Jahre. Ich träume davon, für indischen, wo die Sängerin tanzt, sich drehen, so, ja, Kopf da wird so. Das bin ich als Filmstar. Das Bei Videos habe ich Englisch geübt, Französisch. Water ist Wasser. Nein, da habe ich ja und no, yes. Sehr gut. Deine Familienfotos, Stefan, haben mich an ein Foto erinnert. Das hat mich sehr berührt. Das sind meine Urgroßeltern und mein Großvater. Am 6. August 1939 haben sie eine Italienreise gemacht und haben nicht geahnt, dass 3 Wochen später der Zweite Weltkrieg beginnt. Mich berührt das eben immer. Man sieht, wie fragil der Frieden sein kann. Da hat man es noch nicht geahnt. Ja, ne, zu unserer Zeit, der Kalte Kriegszeit, mein Gott, wir haben immer gesagt, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Jetzt was haben die plötzlich für Russophobie? Die haben doch überhaupt, das ist doch alles Quatsch und das begreife ich nicht. Eigentlich ist es Leben und Leben lassen. Niemand ist besser, Richtig. niemand ist schlechter, man ist tolerant. Das wäre doch. Das ist eigentlich das, was nach meiner Meinung ist. Ob der schwul ist, ob das ein Türke ist, ob das ein Grüner ist, aber ist mir eigentlich scheißegal. Wenn das ein feiner Kerl ist, dann ich komme mit jedem zurecht. Ich muss wirklich sagen, ich war überrascht über diesen Zuspruch, über diese Solidarität und möchte mich bei allen Leuten, die mich unterstützt haben, auch moralisch, ganz, ganz herzlich auch im Namen von meiner Familie bedanken. Slawe die Essen.